So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes, die Chapter 1. Wir sind dem Täter auf der Spur, wer den guten Erich von Staub bei einem Duell getötet hat. Und wir haben jetzt aktuell zwei Hauptverdächtige. Einmal den guten Heinrich Freund von Kramm, den haben wir in der letzten Folge kennengelernt, oder seine Schwester. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Tendenz eher zur Schwester. Aber wir werden jetzt auch mal ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Komm hier rein. Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you could or you should come back. You might visit on another. Habe ich es gespeichert? Ja. Good day, officer. Miss So. von Staub going on a trip, miss? Oh. No, I'm leaving permanently. This place brought me nothing but sorrow. I am sorry. What do you want? Komm, bescheuert. Ich denke, ich würde schon sagen, dass sie es ist. Weil, wie gesagt, also... Ich habe ja davor gespeichert. Wenn es wirklich extrem, naja, falsch sein sollte. Obwohl derjenige... Ich würde sagen, wir beschuldigen sie einfach mal. I think the time has come to be honest with each other, Miss von Staub. I'll start with my confession. I misled you in our previous meeting. My name is Sherlock Holmes, and I do not work for the police. What? I don't understand. In actuality, I was independently investigating your brother's death and came to an unexpected conclusion. How? Why? It was not a tragic accident, miss. It was cold-blooded murder. And I know the culprit. No. Who is he? Nice try, but as you well know, I'm talking to the culprit right now. What? Are you out of your mind? Nee. Certainly not. Allow me to explain how you killed your brother. Das diente als Tatwaffe. Es war dieser Revolver. The missing box in your brother's room contained a Lamat, the same weapon used for the murder. You stole it to kill your brother. What? No. Eric was obsessed with guns. I bet he simply left that revolver somewhere else. Yes, it was left somewhere else. The crime scene. Abandoned in panic, a typical feminine response. No, I've never been to that cursed place. Welche Gelegenheit ermöglicht die Tat? Das war das Duell in den Ruinen. You hid behind the wall in the ruins. None of the others present could have killed Eric from that position. Both the duelists were blindfolded and Mr. von Kramm is ill-sighted. So nobody saw anything? Your imagination has run wild. Ah, but you forget one thing. A blind man's other senses grow stronger. Mr. von Kramm detected a lavender and pine scent. That of your ointment. You're taking the word of a sightless man. This is monstrous. Du bist ein Monster. Welches Motiv lag der Tat zugrunde? Ja, der Brief an Boddington, dass sie ihn heiraten soll. Das wäre, also, ich bin zum Glück ja nicht in der Situation, aber wäre für mich ein Motiv. Beschuldigung, It is your ja. brother who was monstrous. He was a tyrant and you could tolerate his abuse no longer. Living with Eric was a nightmare, yes. But Was habe ich he was gesagt? my brother. Ja, und? Now, Miss von Staub, take your time. Tell me the truth. After our parents died, my life slowly became hell. My brother began to humiliate me. Then he became violent. Each day he'd invent a new punishment. Shut my room, burn my paintings, starve me. And without fail, I would be beaten. All visits were forbidden, all contact verboten. I was his caged bird, his pet. When we did go out, he used me to bait influential people. He sold me to Mr. Boddington simply to earn a place amongst this island's elite. Was that not freedom from your brother? He sold me as a thing, sir. Who do you think this gentleman was? I could not endure more cruelty. Mr. Holmes, I'm begging you. Please don't do this to me. Don't throw me from one cage to another. Mein moralischer Kompass sagt mir, eigentlich sollte ich sie hinter Gittern stecken, aber mir tut die halt auch leid, ne? Allerdings, wenn sie wirklich erniedrigt misshandelt wurde, also immer, es liegt ja alles auf der Hand, mit ihren Butterküssen, mit ihrem fahlen Gesicht, ne?
You have suffered enough, Miss von Ja. Staub, but now it is over. I will not turn you into the police. I don't know what to say. What will happen with the case? The usual. With their typical stupidity, the inspectors will confidently declare the case a tragic accident, and that will be that. I didn't expect such kindness. Ich auch nicht. Kindness? No, where the truth reveals injustice, I expect accountability, but in this matter, Miss von Staub, I see no injustice at all. Thank you, Mr. Holmes. I'll never forget what you're doing. Oh, das bei einer gebeutelten Frau Gnade. Ah, Gnade vor Recht. Besseres Leben nutzen. Ja. Ah, das ist halt ein schreckliches Schicksal, ne? Kann man da den Leuten es irgendwie übernehmen, wenn sie da... Ich meine, klar, es gibt einem nicht das Recht darauf, jemanden umzubringen, aber ich glaube, in der Gesellschaft, vor allen Dingen auch als Frau, will ich sagen, dass es der einzige Ausweg ist, aber die andere Variante ist, dass man seine 7 Sachen packt und von hier verschwendet und nie wiederkommt und ein neues Leben beginnt, aber das machen die meisten wahrscheinlich nicht. Oh, Tod im Tresor. Der Eiserne sagt, stimmt, das haben wir ja noch. Ach so, ja, da bin ich ja schon. Okay. Gut, dann müssen wir eigentlich nur die Straße hochgehen, nicht? Ja, und kommen irgendwann bei der Polizei an. Extra, extra! Turning a blind eye. A blind duel takes another victim. Von Staub's murderer remains at liberty. Interested in some Cordona news? Of course. Check the front page. You won't regret it. Aber ist die Frage, wenn wir zum Beispiel jetzt anders gegangen wären, um zu dem Clubhaus zu gelangen, hätten wir dann auch einen letzten Zaubertrick bekommen? Also wenn wir zum Beispiel die Parallelstraße entlang gelaufen wären oder halt, wie gesagt, irgendeine andere Straße, hätten wir dann genau das gleiche gehört oder hätte man dann trotzdem, wir können was speichern oder, also, ne, also ihr wisst, was ich meine, ne? So, Freunde der Nacht. Hallo. Wo haben wir denn den Verdächtigen? Haben wir hier noch irgendjemanden? Nee. Ich hätte gern den osmanischen Bruder hier noch in Ketten gesehen. What a long day. Wir müssen nur hier rumstehen, obwohl das auch sehr... Ja, ist das sehr... langweilig. Können wir hier durch? Nee. Das ist ekelhaft. Are you my victim? Oder mein Suspect? Was ist mit dem Kleid, mit dem Mantel passiert? Excuse me, but are you Mr. Capello? My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. Ich bin ein guter Polizist. You're a suspect, sir, but not yet a criminal. I shan't treat you as such. Your case is refreshingly unusual, and I wish to get to the bottom of it. Manners and enthusiasm. Huh. May you go far, young man. What can I help you with? Beobachten. Oh Gott. Das wird bestimmt wieder falsch sein. Fokussierter Blick, okay. Modern und modig. Ja, da liegt sehr viel Wert. Was haben wir hier? Frische Verletzung, Blutguss an der Hand. Hat es sich gewehrt oder fest am Finger? Impulsiv. Basilio Copello ist der Inhaber der renommierten Firma Amour Copello, die auf Cotunas Tresore und andere Sicherheitsvorrichtungen verkauft. Derzeit sitzt er als Hauptverdächtiger im Mordfall Niccolò Detti im Gefängnis der Polizeiwache. Basilio Copello ist Anfang 40, er legt großen Wert darauf, modern und modisch gekleidet zu sein. Augenscheinlich will er nicht seinen Frust über seinen Gefängnisaufenthalt zeigen, könnte aber durchaus zu Gewaltausbrüchen neigen. Er hat Blutguss an der Hand, womöglich die Folge eines Kampfes. Die Familie ist ihm sehr wichtig. Pragmatisch.
Er ist ein pragmatischer Mensch, bei dem die Arbeit und Prinzipien treu an erster Stelle stehen, obwohl er als Mordverdächtiger im Gefängnis sitzt, wirkt er ruhig und fokussiert, das stimmt. Er hat Blutergüsse in der Hand, womöglich muss er sich vor kurzem zur Wehr setzen. Die bedeutet ihm sehr viel. Ich wollte jetzt einfach das mal nehmen, oder? You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? No. A minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Erzählen Sie von Anfang an. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Capello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal. No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seems so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. Wer waren diese Kunden? You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Capello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Wann trafen die Kunden gestern ein? Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. Kannten Sie das Opfer? You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met and never would, unless he became the first deity in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Cordona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the deities tried to ruin our family business. They nearly succeeded. The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. Beschreiben Sie den Einbruch. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection, but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. Ich habe genügend Informationen. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavour to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. Okay. I shall eagerly await your return. After all, there's little else I can do. Okay. Oh,
Wo ist denn die Frau? Okay, die befindet sich derzeit auf der Polizeiwache. Ist sie nicht hier, sondern wahrscheinlich oben. Nehme ich an. Mrs. Capello, please wait in the office. The inspector will be here soon. Da ist sie. You must be the inspector. Would you be Augusta Capello? Must I really repeat myself to every baby-faced man in uniform that strides in? Ich bin Inspektor. Lügen. Forgive me, I am not the inspector, but I am working on your husband's case. Then I have nothing to say to you. Come back with the inspector in charge so that we may dispense with the endless repetition. Beobachten. Na, vor kurzem Laudanum ein. Was ist denn Laudanum? Ist das Beruhigungsmittel? Abschiedsgeschenk 1875. Spure nervöses Herumspielens. Augusta Capello ist die Gattin des Tatverdächtigen es klingt wie Basilikum. Capello. Sie ist Ende 20, war früher Musikerin und arbeitet jetzt in der Firma ihres Gatten. Sie spielt aufgrund ihres rastlosen Charakters nervös in ihrem Ehering herum. Sie nimmt vor kurzem Laudanum ein und greift möglicherweise regelmäßig zu diesem Beruhigungsmittel. Steht unter Schock. Augusta Capello ist die Gattin des Tatverdächtigen. Sie spielt aufgrund der Stresssituation nervös in ihrem Ehering herum. Sie nimmt vor kurzem Laudanum. Nicht gewöhnt zu sein. Ich denke, sie steht unter Schock eventuell. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Wir nehmen einfach das. Macht sowieso, denke ich mal, gar keinen Unterschied. Whilst I prefer German composers, the harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? Did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm in these uncertain times. It is nice to meet another who appreciates it. Much as I appreciate the truth. Please, Mrs. Capello, let me help you and your husband. I am not unappreciative, sir. But I'm afraid I presently lack the strength. Das sehen wir von dem Einbruch. Basilio tells me you were present during the burglary yesterday. What can you tell me about it? Oh, it gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector arrives. Kannten Sie das Opfer? Were you familiar with the deceased man found in the safe? No, I did not know him, nor can I conceive of how the poor soul ended up there. Ich komme später You've wieder. had quite the day, Mrs. Capello. I shall leave you be. If I have further questions, I may visit again later. Please let me rest. Excuse me, just one question. Oh, I don't know about that. Ask one of the others. Für die Fall relevante Person. Der Adler ist in Scalario. Okay, warte. Achso, Moment. Warte mal, kann ich mit denen hier sprechen? Eigentlich nicht, ne? Da gibt es ja keinen richtigen Inspektor, ne? Chief Inspektor Frasido. Ah ja, das waren noch Zeiten, wo wir solche Fälle nachgegangen sind. Jetzt haben wir es nur noch mit Mordfällen zu tun. So, also.
der Adler Street in Scaladio. Ja. Also irgendwo dort. Hatten wir das schon den Fall? So, wollen wir noch mal gucken, wo das Firmengebäude ist. Das ist die Adler Street. Hier müssen wir hier, oder? Ja. Amor Capello. Hallo. Hello there. Hello. Sind Sie Billy Lloyd? Ill-fitting pants, wonky nose, and hair that appears to have been cut by your own hand. You must be Billy Lloyd. Oh, it's you! I knew you'd come. You did? You're Mirko Gallia, the best investigative journalist on Cordona. I'm a fan of your work. Alas, you're mistaken. The name is Sherlock Holmes, and your employer... Oh, of course. Discretion. I'm sorry. I doubt the policeman upstairs heard me, though, so your secret is safe with me, Sherlock. Sie haben den Einbrecher gesehen? Mr. Capello told me you were present during the burglary and scared the criminal off the property. There, you should have seen it. As soon as the burglars saw me, they went white as death. Ran out the back door of the office. I heard a thud and cat shrieks, so I think they went over the railing and into the bushes out back. Clearly, my reputation precedes me. Mr. Capello was so proud. You're a guard, but you didn't give chase. Well, by the time I made it outside, they were miles away. So I went back to help Mrs. Capello. That kind of gentlemanly courtesy is why I'm so well regarded round these parts. Wie sah der Einbrecher aus? What did the thief look like? Shorter than me, mid-20s, a huge scar across the right cheek going from the eye. Short hair. She didn't look like a ghost. Too corporeal. Hold on. She? You didn't think to mention the burglar was a woman? Why did you assume it was a man? It's the 19th century, sir. Ambitious young women are out there pursuing a career. Okay. And I, for one, encourage it. Yes, yes, spare me the sermon. Wann geschah der Einbruch? When did the burglary happen? After 10 in the evening. I was just talking to Mrs. Capello. Does she normally work this late? No, it's the first time it happened. Usually I'm alone at night. I was explaining to Mrs. Capello how drinking water every 3 hours can help with digestion, when she excused herself and went back upstairs. Then there was a scream, and I ran up to the office, and... I know what happened next, thank you. What about last evening? Do you have any more details about the break-in? Of course. I write down everything that happens during my watch. Muss ich das alles Take a look. durchlesen? Fastidious in its mundanity, but I will make of it what I can. Ich muss mich im Büro umsehen. I must go and inspect the crime scene. If I have further questions, Mr. Lloyd, I will find you. Oh, don't worry. I won't be able to keep away. Right. Den haben wir hier. Strength, security, peace of mind. Tacky. Well, you know, that's your opinion, good sir. Nur noch verschiedene Türen zur Auswahl. The best fireproof safes in the world. Okay, die sind auf jeden Fall feuerfest. Ja, die Musik auch immer so richtig cool. The best on the market. You can wallop them, you can burn them. Nothing will work. I bet he tested that himself. Erinnerungen bezüglich Dressurkombination. Mr. Lloyd, die standardmäßige verwendete Kombination für alle Dressuren im Filmgebäude lautet 00130500. Des Weiteren möchte ich Sie darum bitten, Ihre Wäsche zukünftig nicht mehr in unseren Dressuren aufzubewahren. Unsere Produkte sind keine Kleiderschränke. Halten Sie sich daran und ich muss unser Arbeitsverhältnis überdenken. Mit freundlichen Grüßen, Mr. Capello.
Okay. Der wurde eingesperrt. Oh Gott, der hat versucht rauszukommen. Der ist bestimmt erstickt, oder? Ah, das muss ein schlimmer Tod sein. Wie begraben werden, ne? Das ist genauso schlimm. Hallo. Oh, why do I get the worst jobs? Ja, dafür hast du dich ja entschieden, oder? The bottle is half empty. Aber nur ein Glas, oder? A wine, well enjoyed. Mhm. Da ist die zweite Weinflasche. Tada! Recently used, but why would it be here? Geschäftsgespräche, ja. Da versucht jemand irgendwie schnell wegzulegen. Wouldn't want to be in his shoes. I'm a bit claustrophobic. Same. Hat sie hier blutig gekratzt, ne? Bruises, torn nails, bleeding was severe and continued at length. Da wurde bestimmt vergiftet, oder? Bulging veins, cyanosis, bloodshot eyes, odd foaming in the mouth. Clear indications of blunt trauma, possibly inflicted before the victim was in the safe. Oh, diese Kratzspuren. Oh, ganz schlimm. Blood on the safe door could have been left by the victim. Clothes are not fully buttoned. Was the victim dressing or undressing? What a rotten way to die. Yeah, what a shame. Gehen wir der Sache auf den Grund. Und die Musik ist ganz schön laut jetzt geworden, oder? Was? Hä? Nee. So. Das wollte ich. -7. Warte mal. Das war die 5, ne? Ne, die -5. Warte. Genau. Ich bin jetzt mal ganz einfach gestrickt, ne? Oh, nein! Huch! Ja, der Schaum am Mund rührt von einer leichten Alkoholvergiftung her, höchstwahrscheinlich durch den Konsum von Wein. Also hat er sich selbst getrunken und dachte dann, es wäre eine gute Idee, sich da drin einzusperren. Beziehungsweise wollte reinklettern und er war selbst verriegelnd und hat sich selber eingesperrt. Ja, dann ist er richtig dumm. Hier rein. Ah, gut, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns ja, hier weiter umschauen werden und hoffentlich herausfinden werden, ob das vielleicht einfach nur ein sehr dummer
Einfall von ihm gewesen ist, sich dort drin einzusperren, weil er halt einfach, obwohl es waren ja 2 Gläser. Kann auch sein, dass er vielleicht nachträglich dann einfach Wein getrunken hat, weil er dachte, das ist voll cool. Während wirklich die Frau einfach nur ein Weinglas getrunken hat und dann hat er halt ein bisschen mehr getrunken. Obwohl von einer halben Flasche kriegt man doch keine Alkoholvergiftung. Also, würde ich einfach mal so behaupten, aber... Ja. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge hoffentlich herausfinden und ich hoffe, dass ihr mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.